Hallo und herzlich willkommen bei Klemmbausteine und Kaffee. Nicht aus dem Süden Deutschlands, sondern von der Scareback Fanausstellung 2025. Ich möchte euch kurz mein Mock vorstellen, das ich hier für die Fanausstellung gebaut habe. Und zwar eine Hommage an die Fantasy-Novelle Das Rad der Zeit. Wir sehen hier eine Szene, die von der Amazon-Verfilmung stammt, aus der Staffel 3, Folge 1, wo die Ajah gegeneinander kämpfen, nachdem hier die roten Ajah bzw. die entsprechenden Bösen hier den Palast überfallen haben in Tar Valon. Wir fangen gleich mal auf der Rückseite an mit der Technik. Ihr seht hier ist ein Element abnehmbar. Hier ist eine Powered-Up-Funktionseinheit drin. Das ist diese kombinierte Einheit mit den eingebauten Motoren, die aus den Robotersystemen stammt. Ich verwende immer noch sehr gern Powered Up. Und zwar, wenn wir jetzt uns hier die Programmierung anschauen, das ist schön mit einfachen Bausteinen gemacht und vor allem ich kann programmieren. Das geht letztendlich mit Power Functions so nicht. Das heißt, ich bin hier relativ stumpf an Ein- und Auslogiken gehalten. Und wenn man das hier sieht, wir haben hier Helligkeit programmierbar. Ihr seht, wie das Licht an und ausgeht im Wechsel. Und wir haben natürlich auch die Bewegung dort unten im Fundament mit dabei. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Häuser an. Ganz rechts ist ein Haus in Dark Grey. Das ist eine Farbe, die aktuell nicht von Lego erhältlich ist. Mir gefällt sie sehr gut, um hier einfach einen Absatz zu haben zu dem nächsten Haus, das dann in Dark Bluish Grey ist, mit dieser Tür aus goldenen Barren, mit den Säulen und hier einer Balustrade, wo nochmal eine Ajah drauf steht. Oben das Dach ist mit Snotch-Technik gebaut, mit kleinen 1x1-Platten und ein kleines Vogelnest zur Verzierung. Dann haben wir hier nochmal ein Dach gedeckt mit Barren. Das ganze Haus ist in Light Grey. Auch hier wieder, um einfach den Farbabsatz zum nächsten Haus zu haben, das dann hier in Light Bluish Grey gehalten ist, mit dieser großen selbstgebauten Tür, dem entsprechenden Dach. Und das Gebäude ist relativ groß und wuchtig, weil hier eben die Power-Up-Einheit, wie wir es von hinten schon gesehen haben, drin versteckt ist. Seitlich haben wir ein paar Verzierungen mit dabei. Und dann schauen wir uns mal die Rückseite des Gebäudes an. In diesem ersten Gebäude haben wir hier ein kleines Schlafzimmer mit einer Tür, die ich finde recht schön gelungen ist, mit den Anschlägen und mit dem Türgriff, links ein kleines Waschbecken und im Bett haben wir eine Ajah, die schläft. Als nächstes kommt dann eine Schatzkammer mit einer kleinen Katze, der Schatztruhe und den entsprechenden goldenen Kerzen, die den Raum beleuchten. Dann haben wir als nächstes ein Gefängnis oder ein Folterraum. Man sieht hier ein bisschen das Blut laufen über die Fliesen. Auch eine Beleuchtung ist mit dabei in Rot, so dass das Ganze hier entsprechend gerecht wird. Und im letzten Gebäude mit dem Dark Grey haben wir nochmal eine Schmiedin, die hier die Waffen schmiedet. Die Rückseite ist generell verkleidet mit Fliesen. Ihr seht es jetzt im unteren Bereich, so dass man hier entsprechend von dem eigentlichen Schaukasten, den wir ganz am Anfang gesehen haben, nicht mehr viel übrig ist. Das Ganze ist ein Harry Potter Schaukasten. Ja, und dann nähern wir uns auch schon dem Ende von dem Ganzen mit nochmal ein paar Detailfotos. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und natürlich wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss!